Heute bei den Lately News hat ein junges sogenanntes Texelschaf, das vor allem wegen seines saftigen Fleisches gezüchtet wird, in Schottland bei einer Auktion 4.000 € eingebracht. Zitat des Käufers aus Niedersachsen: Das ist das beste Texelschaf, das ich je gesehen habe. Beine, Farbe und Oberkörper seien perfekt, der hat alles. Leider reichte sein Geld dann nicht mehr für ein gemeinsames Hotelzimmer, aber vermutlich hätte ihn bei seinem Tete-a-Tete mit dem Schaf auch seine mitgereiste Frau, ein Merino-Langwollschaf, dabei nur gestört. Diese Niedersachsen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachtsendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Spielen bei der Herren-Fußballnationalmannschaft, wo ich immer wieder den Ball von der Torlinie gekratzt habe. Leider war es immer die gegnerische Torlinie. Aber sind wir mal ehrlich, Toni Kroos hätte auch so nie ein Tor geschossen. Oder Mario Gomez oder Uwe Seeler. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, das Schleswig-Holstein-Magazin auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Dortmund, wo diese Katze gerade erfahren hat und regelrecht außer sich ist, weil Hunde sich mit Covid-19 anstecken können. Oder dass es ein Heilmittel für den Menschen gibt. Spoiler, es ist dir egal. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Sonderkrankenhauskorrespondentin Nora Notoperation die neuesten Trends aus dem Krankenhaus. Wie hier, wo sie zeigt, wie wichtig es doch ist, sich nach einer misslungenen Operation trotzdem wenigstens einmal danach auch die Hände zu waschen. Okay, vor der OP wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen, aber die einsetzende Sepsis mitten in der OP hatte bestimmt andere Ursachen. Und nicht, weil der Nora ihr Hotdog in die Brust des Patienten gefallen ist. Immerhin galt dabei die medizinisch vollkommen korrekte 5-Sekunden-Regel. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Vor ein paar Wochen gab es hier in den News ja schon die ultimative Videospielkritik zu dem Square Enix Spiel Marvel's Avengers, das schon damals so verbuggt war, dass wenn der Hulk-Qualitätstester davon gewesen wäre, er das DC-Franchise einmal komplett zerkloppt hätte. Hätte Warner Bros. Das nicht schon lange vor ihm getan mit Ben Affleck als Batman. Hashtag #NotMyBatman. Mittlerweile hat auch Square Enix eingestehen müssen, mit dem Spiel so ziemlich alles falsch gemacht zu haben, was geht. Oder Square ist einfach so reich, dass sie ein Spiel gebraucht haben, um knapp $50 Millionen abschreiben zu können. Wer kennt das nicht? Oder EA? Jedenfalls hat nun Square Enix trotzdem einen großen Patch für Marvel's Avengers angekündigt, der unter anderem über 1000 Bugs oder Probleme in dem Spiel beheben und vor allem für mehr Stabilität beim Spielen sorgen soll. Und vor allem soll der Patch das Spiel lückenlos und ohne viel Aufhebens von der Festplatte löschen und vergessen machen. Vermutlich liegt dem Patch auch noch so ein Blitzdings der Man in Black gleich mit bei. Währenddessen in Norderstedt. Es gibt ja schon sehr lange das Gerücht, dass niemand Geringeres als meine Tante Erna Pate stand für die Serie Breaking Bad. Dies lag nahe, weil sie eine ehemalige Chemielehrerin ist und auch bei ihr der originale MacGyver in die Lehre gegangen war. Aber leider basiert Breaking Bad nicht auf ihrem Leben. Dafür aber die Serien Das A-Team und Friends. Nur gerade als Chemielehrerin hätte sie niemals das abgezogen, was ein 43-jähriger Mitarbeiter seit Jahren in einer Apotheke abzog. Denn dieser wurde von der Zollfahndung festgenommen, da er über Jahre heimlich Medikamente aus der Apotheke entwendet hatte und diese im Darknet verkaufte. Und scheinbar nicht für wenig Geld, denn in den letzten Jahren verdiente er damit über 500.000 €. Teilweise war er sogar so dreist, die verschriebenen Medikamente von Kunden einfach gegen Pillen aus Zucker auszutauschen. Überführt wurde er nur, weil ein Großteil dieser Patienten trotz der Zuckerpillen nicht etwa kränker wurden, sondern es massiv zu Diabetesfällen kam, die alle auf diese eine Apotheke zurückgeführt werden konnten. Derweil in Miami.
Auch wenn der Filmklassiker Der weiße Hai es anders nahelegt, aber die meisten Haie sind nicht darauf aus, Menschen zu fressen, sondern die meisten Haiattacken passieren nur, weil Menschen scheinbar Haie mit Delfinen verwechselten und diese nun unbedingt anfassen wollten, was jedoch Haie, wie auch übrigens Delfine, total unloll finden. Oder sie nur angreifen, weil sie sich vom Menschen bedroht fühlen. Was einem Ehepaar im Sombrero Riff in den Florida Keys bei Miami auch passierte. Dort sprang der Ehemann ins Wasser, um eine Runde die Fische in der Gegend zu bewundern, als er von einem Bullenhai angegriffen und an der Schulter gebissen wurde. Was umso gefährlicher für den Mann werden würde, denn nun hat der Bullenhai sprichwörtlich Blut geleckt. Allerdings hat der Bullenhai nicht mit der hochschwangeren Ehefrau des Mannes gerechnet, die sofort ins Wasser sprang und wie eine Furie auf den Bullenhai eindrosch, bis dieser schnell wegschwamm. Und genau so eine News brauchen wir auch mal, wo ein Hai eine der wichtigsten Lektionen des Lebens lernt: lege dich niemals mit einer Schwangeren an. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist diesmal eindeutig das Camping Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Camping Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich denke, wenn wir es geschafft haben, von den Bäumen zu klettern und uns in Höhlen einzurichten, nur um dann zu bemerken, wie öde das in diesen ist, und wir begonnen haben, Hütten zu bauen, die dann vom bösen Wolf unritterlich weggepustet wurden, und dann Häuser aus Stein bauten und die eine oder andere Satellitenschüssel an der Wand anschraubten und endlich den Router richtig eingestellt hatten, um über das WLAN vom Nachbarn illegale Kinofilme zu streamen, denke ich, dass wir in der Evolution weit genug gekommen sind, um uns nicht mehr wieder mitten in die Pampa zu setzen, nur mit einem Zelt und der Hoffnung bewaffnet, nicht von einem Reh gefressen zu werden. Und auch der Kauf des neuesten Camping-Magazins hat mich nicht davon überzeugt, nun nicht mehr in ein 5-Sterne-Hotel zu gehen, sondern meinen Schlafsack in der Wildnis aufzustellen, sodass auch die Ameisen, die Mücken und sämtliche Krankheiten mit Itis am Ende endlich eine neue Heimat haben. Deshalb sei gewarnt, Camping-Magazin, die dunkelrote Lake, die Fake News-Karte an dich, und du kannst ab sofort weiter alleine da draußen in der Pampa leben. Das waren die Lake News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.